Dieses wundervolle Bild wurde nicht von Menschen gemalt. Kein Mensch hat sich hingesetzt und über die Perspektive, die Farben oder die Struktur nachgedacht. Es ist durch digitale Kunst entstanden. Eine künstliche Intelligenz hat dieses Bild kreiert. Der Hype um die KI-Kunst wird immer größer. Dies ist durch Bildgeneratoren wie Midjourney oder DALL-E möglich. Man muss nur Stichpunkte eingeben. Die KI, die dahinter steckt, arbeitet mit Milliarden von Bildern. Sie entwickelt ein Bild, das genau deinen Wünschen entspricht. Und nochmal zur Wiederholung. Die erzeugten Bilder gibt es auf diese Art noch nicht auf der Welt. Die Ergebnisse sind faszinierend. Die Kunst, die wir kennen, hat viel mit menschlichen Eigenschaften wie Intuition oder Emotionen zu tun. Doch wenn mechanische Generatoren solche Bilder entwickeln können, dann stellt sich nochmal die Frage, was ist überhaupt Kunst? Und sind diese Generatoren ein Todesurteil für unsere bisherige Kunst? Ein Todesurteil könnte es definitiv für die bisherigen Bilderwebseiten sein. Dort ist die Voraussetzung gewesen, dass irgendein Mensch auf der Welt dieses Bild mal geschossen oder auf irgendeine Art und Weise selbst kreiert haben muss. Bei den KI-Bildgeneratoren muss das nicht der Fall sein. Wenn sie in Zukunft noch etwas besser und vor allem schneller werden, dann wird es keinen Grund mehr geben, auf die anderen Bilder zuzugreifen. Aus dieser Sicht also eine gute Entwicklung. Dennoch sind viele gegen dieses System. Denn dieses Bild hier gewann einen Kunstwettbewerb in den USA. Der Erzeuger Jason Allen hat dafür Midjourney genutzt und es eingereicht. Das Bild erinnert an eine Szene aus einem Science-Fiction-Klassiker. Die Menschen könnten in einer Kathedrale oder einem Raumschiff sein, vielleicht sogar auf einem anderen Planeten. Der Anblick ist episch und man glaubt kaum, dass es kein Mensch gemalt hat. Echte Künstler sind stinksauer und beschweren sich. Wie konnte das sein? Der Ersteller Jason Allen wird sich nicht entschuldigen. Er habe gewonnen und keine Regeln gebrochen. Im Endeffekt schaut sich ein Künstler vielleicht auch viele Bilder an, bevor er sein eigenes Bild malt, um sich Inspiration zu holen. In gewisser Weise macht das die künstliche Intelligenz ebenfalls. Genau wie in der modernen Kunst Werkzeuge wie zum Beispiel Pinseln immer verbessert wurden, könnten diese Generatoren für die Künstler in der Zukunft zu einem wichtigen Werkzeug werden. Denn auch Jason Allen nahm nicht sofort das erste Ergebnis. Er habe hunderte Bilder von der KI erstellen lassen, diese dann wochenlang feingeschliffen. Am Ende habe er die besten 3 ausgewählt. Bilder werden seit langem nicht mehr nur mit Pinseln gemalt. Die Zukunft wird zeigen, auf welche Art Künstler und allgemein kreative Jobs mit diesem kuriosen Schritt umgehen werden. Klar ist aber, dass man diese Technik nicht mehr ignorieren wird. Doch wie kontrollierbar ist diese Technik? Es werden im Endeffekt Millionen bis Milliarden Bilder genutzt, um die gewünschten Motive zu finden. Hier mal ein interessantes Beispiel. Diese Bilder sollen die letzten Selfies sein, die je auf der Erde geschossen werden. Natürlich wird das nicht stimmen. Doch das Wichtige an so einer Vision ist, dass man es mit der eigenen Vorstellungskraft vereinbaren kann. Und diese Ergebnisse geben einem dieses Gefühl. Und im Endeffekt kommt zum Ausdruck, wie faszinierend diese Technologie ist und was für ein Potenzial sie hat. Das ist zum Beispiel daran zu erkennen, dass wir Menschen als Entwickler sie scheinbar nicht immer verstehen können. Es können einige Anomalien entstehen. Aus unbekannten Gründen taucht diese unheimliche Frau etwas zu oft in der KI-Kunst auf. Das Phänomen wurde von einem Künstler aus Schweden entdeckt. Er erkundet derartige KI-Bildgeneratoren. Er heißt Supercomposite auf Twitter. Der Name der unheimlichen Frau ist Lope. Laut ihm reproduzierte die KI Lope leichter als die meisten Prominenten. Ihre Präsenz sei sehr hartnäckig. Lope hat mittlerweile sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel.
Wie es zu diesem Phänomen technisch kommt, ist noch unklar. Doch warum ist das überhaupt interessant? Erstmals tauchte Loeb im April 2022 auf. Statistisch ist es seltsam, dass bei so einer Menge von Bildern dieses Muster sich wiederholt. Das Problem ist, dass wir hier von KI-Systemen reden, die mit Milliarden von Bildern trainiert werden. Es ist also sehr schwierig, bei so einem komplexen System den technischen Grund herauszufinden. Hat das KI-System eine Vorliebe für gruselige Bilder? Oder wurde ein Monster aus diesem Metaversum in unsere Realität gebracht? Daran glauben natürlich die meisten nicht. Interessant ist nur, was die KI jedes Mal zu diesem Bild führt. Angefangen hat es mit Negative Prompt Weights, das Gegenteil des Eingegebenen. Der KI-Künstler wollte das Gegenteil vom Schauspieler Marlon Brando haben. Bei dieser Form von Eingabe taucht Loeb immer wieder auf. Kombiniert man Loeb mit anderen Bildern, entstehen makabere und blutige Bilder von verstümmelten Körpern. Die KI verbindet dieses Bild wohl mit unheimlichen Dingen, so wie wir es erwarten würden. Bisher ein Mysterium. In diesem Fall sind die Folgen eines solchen unkontrollierten Verhaltens der künstlichen Intelligenz nicht so dramatisch. Doch was ist mit den Bereichen, in denen die künstliche Intelligenz wichtigere Dinge für uns erledigt? Und das ist genau die Kritik der KI-Ethiker. Die Sprachmodelle von DALL-E und Midjourney seien viel zu groß, um kontrolliertere Ergebnisse zu erhalten. Sind das Entwicklungen, die uns Menschen in eine gesunde Zukunft führen? Oder öffnen wir gerade die Büchse der Pandora? Längst haben wir das Problem, dass computergenerierte Bilder die Realität verzerren können. Wir töten die Fotografie, indem wir wenigen KIs das Fotografieren beibringen. Irgendwann kann man vielleicht überhaupt nicht mehr unterscheiden, was echt ist und was nicht, sodass man im juristischen Bereich komplett auf Bildbeweise verzichten muss. Auch immer mehr Texte werden gar nicht mehr von Menschen geschrieben. Werden wir in Zukunft vielleicht auch Bücher lesen, die komplett von KIs verfasst wurden? Das alles scheint erst der Anfang einer neuen entmenschlichten Ära zu sein. Wartet ab, wenn die ersten guten KI-Videogeneratoren entwickelt werden.